English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Meine zwei Intro-Tierchen heute, Zwergbardergamen Pogona Henry Lawsoni. Ja, wem von euch fällt ein Unterschied auf? Der bitte strecken. Sehe ich den einen oder anderen? Ja, ich sehe den einen oder anderen. Hier in meiner rechten Hand ist der Classic Henry Lawsoni, so wie man kennen. In meiner linken Hand ist ein Leatherback Henry Lawsoni. Habe ich durch Zufall bekommen von den Leatherbacks und muss sagen, bis dato kannte ich das nicht. Ich wusste nicht, dass es bei den Zwergbardergamen, bei den Henrys auch Leatherbacks gibt. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Gern mal euer Feedback oder eure Infos. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gesehen oder habe ich hier die Ersten sozusagen? Oder wisst ihr was drüber? Würde mich wirklich freuen und interessieren. Leatherback gilt zum Glück auch nicht irgendwie als Qualzucht wie die Silkback, sondern Leatherback ist okay, wird toleriert meines Wissens. Die Farben kommen natürlich bei einem Leatherback besser raus, wobei ja, in dem Fall hat der Classic im Moment die leuchtenden Farben, liegt vielleicht an der Häutung, wenn der, also man sieht es ja am Kopf, wenn der frisch gehäutet ist, durch das Leatherback, also wir kennen es ja von den normalen Bardergamen, von den Viticeps, durch das Leather kommt die Farbe in der Regel deutlicher zum Vorschein. Deswegen hat man die Leatherbacks ganz gern zum Züchten. Wenn man irgendwelche roten Farben oder so reinzüchtet, sieht man die Farben schöner. Also ich finde es recht spannend, aufregend, dass es bei den Henrys jetzt die Leatherbacks gibt. Ich hatte erst Angst oder Bedenken, dass da vielleicht der Viticeps drinsteckt, aber zumindest rein optisch gibt es überhaupt kein Indiz, wo man sagen könnte, na klar, guck, da steckt der Viticeps drin, von der Körperform her, von der Zeichnung, von gar nichts. Also ich kann kein Viticeps drin erkennen. Wie gesagt, wenn ihr Infos dazu habt oder auch Meinungen dazu, gerne unten rein posten oder mich auch gern persönlich anschreiben. Bin ich echt mal gespannt auf euer Feedback. Ja, meine Intro-Tierchen heute für euch. Thema heute sind die afrikanischen Hausschlangen. Ich habe hier mal ein Jungtier, beziehungsweise in dem Fall schon bald ein jugendliches Tier der klassischen Färbung. Boedon fuliginosus heißen sie ja, zwischendrin hießen sie mal Lamprophis, jetzt heißen sie wieder Boedon fuliginosus. Das ist so die klassische Färbung, die wir sie kennen, wobei die unheimlich variabel sind. Das Variable kommt auch sicherlich vom relativ großen Verbreitungsgebiet, das die haben. Gibt da eine tolle Karte im Internet, die tun wir mal einblenden hier. Da sieht man, wo die einzelnen Hausschlangen Arten herkommen. Fuliginosus ist sicherlich die bekannteste und die, wo in der Terroristik am meisten gehalten und gezüchtet wird. Und selbst diese Fuliginosus ist unheimlich variabel. Das geht von fast schwarzen Tieren bis bräunlichen Tieren, manchmal ins Grünliche rein. Farblich wirklich von A bis Z. Vielleicht sind es auch verschiedene Unterarten, kann natürlich auch sein. Gibt es aber noch gar nicht richtige Untersuchungen oder Literatur darüber, die man finden kann. Also im Moment läuft alles unter Fuliginosus und wie gesagt, das ist hier so die klassische Farbe, wie man sie eigentlich in der Regel kennt. Dann kommen wir zur Größe von den Hausschlangen. Also was ich hier so zeige, sind ja, Babys bis Jungtiere, also Babys sind es schon gar nicht mehr, sie kommen noch kleiner zur Welt, sind Jungtiere. Hausschlangen bleiben aber relativ klein. Ich würde sagen so bis rund 100 cm. Die Weibchen, die Männchen bleiben noch kleiner, 70, 80 cm. Wenn man so in der Literatur guckt, liest man bis 1,50 Meter. Also ich habe noch nie ein Tier mit 1,50 Meter gesehen. Habe eigentlich schon, also gerade auch in Afrika, schon einiges an Hausschlangen gesehen. 1,50 Meter war nie dabei. Vielleicht mal eure Kommentare oder eure Fotos, ne, kann man glaube ich auf YouTube keine Fotos posten, aber eure Kommentare, wie groß sind eure Hausschlangen? Ja, wie gesagt, ich würde mal so behaupten, bei einem Meter ist ungefähr Schluss. Entsprechend dann auch das Terrarium. Bei uns im Shop gibt es die
Natternsets nennen die sich, oder für kleinere Nattern steht, glaube ich, dabei. Wir können es unten einblenden. Das finde ich ein perfektes Set für so afrikanische Hausschlangen als Heizung. Heatpanel. Im Gegensatz zu den Kornattern vielleicht oder zu den Lampropelten, ne, die wir ja in der Terroristik auch oft haben, würde ich euch empfehlen, die Hausschlangen Tag und Nacht zu heizen. Ne? Also wenn wir das Verbreitungsgebiet anschauen, Westafrika, dann bleibt es in der Nacht noch relativ warm. Also Heatpanel Tag und Nacht anlassen. Vermutlich kommt es auf die Populationen drauf an. Ne? Also die kommen bis nach Südafrika vor, kommen im Norden, gehen die fast bis hoch an die Sahara. Da wird es nachts sicherlich auch kälter. Also von dem her gibt es bestimmt Populationen, die auch eine deutliche Nachtabsenkung haben. Aber ich für meinen Teil habe es die letzten Jahre so gehalten, dass ich sie klimamäßig im Prinzip fast wie ein Königspython gehalten habe, vielleicht ein bisschen kühler, am Tag 1-2 Grad weniger, sprich so 28 bis 30 und nachts so vielleicht 24 bis 26 Grad, ich glaube, die perfekte Temperatur für Hausschlangen. Luftfeuchtigkeit vertragen sie sicherlich auch relativ geringe Luftfeuchtigkeit, aber auch da halte ich es eigentlich wie bei den Königspythons, dass ich schon schaue, dass sie 50-60% Luftfeuchtigkeit haben. Bin ich auch die letzten Jahre gut gefahren damit und würde ich euch auch so empfehlen. Wie gesagt, wahrscheinlich vertragen sie auch deutlich weniger, aber ja, probiert ruhig gleich ein bisschen höher zu halten. Noch kurz zu dem hübschen Tier in meiner Hand. Das ist eine sogenannte Albino-Hausschlange. Albino, ich würde sagen, das ist wahrscheinlich T+ Albino, ne? Also sowas wie Karamell oder sowas. Die werden auch seit vielen Jahren recht erfolgreich gezüchtet. Ja, einfach zum euch mal noch eine andere Farbe ein bisschen zeigen. Vererbt sich rezessiv, wie gesagt, nennt sich Albino-Hausschlange. So winzig einem die Hausschlangen vor allem aus dem Ei raus erscheinen, so gute Fresser sind es. Ne? Also sie fressen Mäuse, man braucht nicht irgendwie irgendwelche Vögel füttern oder Echsen füttern oder sowas. Man kann die wirklich von klein auf mit Mäusen ernähren. Frisch geschlüpfte fressen ganz nackte Babymäuse, ein paar Stunden alte Babymäuse gehen die ran. Ein Tier in der Größe schafft wirklich schon einen ordentlichen, ja, ich würde mal sagen so 3 bis 5 Gramm Babymaus, haut die locker weg. Füttert sie am Anfang vielleicht alle 5 Tage. Ne? Die haben einen relativ hohen Stoffwechsel. Von dem her könnt ihr sie ruhig alle 5 Tage füttern. Wenn sie dann entsprechend größer sind, könnt ihr auf wöchentlich, beziehungsweise bei adulten Tieren, je nachdem, ob ihr züchtet oder nicht, könnt ihr auch auf 10 Tage oder gar 14 Tage gehen, wenn ihr nicht züchtet mit den Tieren. Wirklich problemlose Fresser, problemlose Terrarien, Schlangen. Wie gesagt, man wundert sich manchmal, weil sie ja doch relativ klein sind und man sich denkt, ach, die kleine Schlange, die kann doch nicht gescheit fressen oder die frisst doch noch keine Babymäuse, haut die locker weg, gar kein Problem. Was ich vorher auch noch vergessen habe zu erwähnen oder was ich nicht vergessen möchte, passt natürlich auf, die Hausschlangen, haben wir gesehen, sind relativ klein, wenn sie auf die Welt kommen. Das heißt, im Terrarium kommen sie wirklich durch die kleinsten Ritzen raus. Ne? Wenn ihr so ein Set habt, also die Sets mit den Schwingscheiben, die sind wirklich echt gut dicht. Bei Schiebescheiben müsst ihr aufpassen, wenn ihr Schiebescheibe-Terrarium habt, dann vielleicht erst ab einer Größe wie das Tier hier in meiner Hand reinmachen, frühestens. Ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit groß oder könnt ihr sicher sein, dass die durch die Schiebescheiben abhaut und dann habt ihr eine Schlange weniger. Müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Vom Alter her, das hier ist jetzt ein einjähriges Tier, hat dann so runde 50 cm. Geschlechtsreif werden sie ungefähr mit 2 Jahren, dann haben sie so 70, 80 cm oder ein Weibchen vielleicht knapp einen Meter, sind sie geschlechtsreif. Lassen sich recht gut züchten, tun 2-mal, vielleicht sogar 3-mal im Jahr Eier ablegen, 2 bis 10 Eier. Stimulation für die Zucht, denke ich, da ist wahrscheinlich der Winter auslösend. Ne? Also die Absenkung im Winter, das heißt, dass er die absichtlich im Winter vielleicht über Nacht die Heizung ausmacht oder wahrscheinlich, oder im Prinzip reicht schon
durch das, dass der Raum im Winter etwas kühler wird, reicht eigentlich schon diese Absenkung, um die Hausschlangen zu stimulieren zur Zucht. Und dann paaren die im Frühjahr und wie gesagt, dann legen die 2- bis 3-mal sogar im Jahr ein Gelege ab. Ihr könnt sie natürlich einzeln halten, ihr könnt sie paarweise halten, ihr könnt ein Männchen, 2 Weibchen zusammenhalten. Ich würde euch nicht empfehlen, Männchen zusammenhalten, wie bei allen Schlangen. Männer sind einfach Konkurrenten in der Natur und bei den Hausschlangen ist das auch nicht anders. Von dem her da ein wenig drauf achten, aber paarweise oder kleine Zuchtgruppenweise gar kein Problem. Dann noch zu dem Tier in meiner Hand, da habt ihr euch sicher gefragt, was ist denn das? Also zumindest die Insider von euch, oder ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, dürft auch gerne mal unten drunter posten, wer sich gedacht hat, hui, was hast du in deiner Hand? Das habe ich ja noch nie gesehen. Also ich hoffe, ihr habt es noch nie gesehen, weil das ist was total Neues. Das sind Leucisten, beziehungsweise, wenn ihr mal hier schaut, hier sind noch kleine Flecken drin. Die kriegen die im Lauf des Wachstums, also interessanterweise als Baby sind sie noch ganz weiß, beziehungsweise haben da wegen so eine rosa Färbung wegen den Blutgefäßen. Im Lauf des Wachstums bilden sie so einzelne Flecken aus, haben schwarze Augen. Also ich würde sie eigentlich sogar als Piebald bezeichnen. Habe ich ein paar Tiere aus Afrika bekommen im letzten Jahr. Jetzt sind sie einjährig. Ich hoffe, dass ich sie bis im nächsten Jahr züchten kann. Meines Wissens was ganz Neues bei den Hausschlangen, freue ich mich wirklich drüber, das zu haben und da vielleicht die World First Tiere anbieten zu können. Ja, gerne eure Kommentare, wie es euch gefällt oder so nach dem Motto, ach, die gibt es doch schon, die habe ich schon da und dort gesehen, wird mich echt interessieren. Zum Schluss wie immer der Verweis auf gute Literatur. Der Kriton Kunz hat ein gutes Art für Art Buch gemacht, die Hausschlange. Bei uns im Shop im Moment nicht verfügbar. Ich weiß nicht, ist nicht lieferbar vom Verlag oder ist bei uns nur ausgegangen. Ich werde mich erkundigen. Aber wenn ihr an das Buch rankommt, kann ich euch empfehlen, wenn ihr euch für Hausschlangen interessiert. Ja, tolles Terrarientier, denke ich, mit ganz neuen Farben. Unser Thema heute die Hausschlange. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wie gesagt, Kommentare unten posten, Kanal abonnieren, dann werdet ihr in einem Jahr erfahren, ob ich es geschafft habe, diese schönen Leucisten auch zu züchten. Und bleibt mir treu.